Phänomen Anastasia, liebe Zuschauer, ich grüße Sie recht herzlich zum 4. Teil von Band 6, das Wissen der Ahnen. Liebe Zuschauer, es geht weiter mit Teil 4 von Band 6 aus der Serie Phänomen Anastasia, das Wissen der Ahnen. Wie immer ist bei mir im Studio Herr Konstantin Kirsch. Hallo Herr Kirsch. Hallo Herr Jungwirth. Es geht weiter im Buch über den Okkultismus. Was steht darüber geschrieben? Ja, wir hatten jetzt ja die Beschreibung von Anastasia über diese Zeitspanne von Vedismus, Bildgestaltung, jetzt Okkultismus. Das ist jetzt die Zeitspanne der letzten 1000 Jahre. Das heißt, wir befinden uns im Ausklang dieses okkulten Zeitalters. Und es wird ausgeführt, dass da in dieser Zeitspanne die Menschen in einer irrealen Welt leben, wo die Energie der Menschen zu Bildern geschickt werden, die mit der realen Welt nichts mehr zu tun hat und dadurch eine Art Verwirrung leben. Eine Scheinwelt sozusagen. Eine Scheinwelt, eine künstliche Welt. Mhm. Und die göttliche Schöpfung, die ist angewiesen auf die Energie der Menschen, dass sie dahin kommt. Und in diesem okkulten Zeitspanne wird das aber nicht mehr gemacht, weil die Menschen mit der Natur nicht mehr wirklich kommunizieren. Ja. Und das ist eine schöne Formulierung, dass die göttliche Schöpfung die Natur weiterlebt, weil früher sie mal genährt wurden durch die Menschen und aus diesen Reserven der Vergangenheit und der ursprünglichen göttlichen Aufladung können sie noch zehren, aber eigentlich sehnt sich die Natur immer mehr danach, von den Menschen wieder gesehen zu werden. Eine spannende Sache, es geht weiter. Der Priester, der die Welt regiert, wie kann man sich das so... Ja, von diesen im letzten Teil beschriebenen Priestern ist einer der oberste Priester und die haben einen Weg gefunden, immer wieder zu reinkarnieren, einen neuen Körper anzunehmen. Und es gibt auch aktuell, laut Aussage im Buch, einen Oberpriester, der so gut er es kann vom Hintergrund alles steuert. Und da wird sogar auch beschrieben, wie der Mensch lebt. Und da kann man sich ziemlich wundern. Eine ganz normale Familie in einem ganz normalen Haus. Er sitzt häufig vorm Fernseher. Er tut so, wie wenn er Fernsehen schaut. Also er sitzt davor und macht sich dabei aber diverse Gedanken und Vorstellungen. Und er lebt wohl so normal, weil jedes Panzergebäude und Riesenleibgarde würde nur auffallen. Und so ist er unverdächtig. Mhm. Und mit seinen Bildern unterstützt er Menschen, die er erreichen kann mit seinen Gedanken. Und zwar Fanatiker, die in dieser okkulten Welt auch gefangen sind und nicht direkt den Bezug zum Göttlichen haben. Die können quasi von ihm dann Befehle hören und einfach, ich höre eine Stimme oder mache ich das. Und so steuert er die Menschen, die den Bezug zum Göttlichen weitestgehend verloren haben, die kann er erreichen. Und wer quasi direkt auf seinem Landsitz lebt, die kann er nicht erreichen, die sind geschützt. Und das ist ein ganz spannendes Punkt, weil im Prinzip, was trennt die Menschen auch vom Göttlichen? Das ist, wenn man in Hektik ist und in Hast ist, wenn man dauernd nur schaffen, dann ist man immer nur im Kopf und hat nicht wirklich Zeit zum Spüren und Zeit auch zum Nachdenken, wo man beim nächsten Punkt wäre, denk nach. Genau. Also auch Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion. Unser Körper ist im Prinzip auch göttliche Schöpfung. Das heißt, auch sich selber wahrnehmen können, selber denken und nicht nur über Nachrichten eine fremde Meinung zur eigenen machen. Mhm. Und das Nachdenken ist ein ganz spannendes Thema. Da geht es auch darum, dass die angeblichen Herrscher der Welt, also große Politiker, Präsidenten von großen Staaten, die sind extrem unfrei oder die unfreisten überhaupt, weil sie ja dauernd in Bewegung sind sozusagen. In Bewegung gebracht werden. Ist irgendein bedeutendes Ereignis, dann fordert das Volk quasi auf, die Präsidenten, die Kanzler, wie auch immer, müssen da hingehen und müssen da, wie auch immer, ihr Mitgefühl zum Ausdruck bringen. Die sind dauernd auf Trab, dauernd in Hektik, dauernd in Terminen. Wann haben die mal Zeit für die Schöpfung, Zeit für sich? Und da ist dann auch ganz spannend, da geht er auch drauf ein, auf ein Kapitel über den Herrn Bush, den Präsident von Amerika. Und er hat sogar auch geschrieben, dass er dieses Kapitel erst gar nicht aufnehmen wollte, weil er es überhaupt nicht verstanden hatte. Und er sagte, also der quasi mächtigste Mann der Welt,
physischen oder der irrealen Welt, der okkulten Welt, der ist eigentlich auch der unfreiste. Weil da dauernd technische Welt, Telefone, Konferenzen, Fax, Konferenzen, Berater noch und nöcher. Und ja, da ist dann ein Bereich, wo dann es heißt, der Herr Bush hat dann einmal einen völlig unkonventionellen Schritt gemacht. Das war im Sommer 2001. Da ist er auf sein Ranch gegangen und quasi weg von dem künstlichen Feld. Von dem Informationsfeld, ja. Also er wurde quasi nicht mehr so fremdgesteuert. Er war dann wie auch immer im Garten und einen knappen Monat war er wohl dort. Und das hat die Priester wohl sehr irritiert, weil sie ihn dann nicht mehr so fremdsteuern konnten. Weil genau genommen sind diese Mächtigen ja nur dann Handlanger. Und laut Aussagen in diesem Band ist durch diesen Schritt von dem Herrn Bush das Ereignis, was am 11. September in New York passiert ist, anders gelaufen, als ursprünglich geplant war. Und es wird auch ausgeführt in einem Buch, was ja offensichtlich ist für die Menschen, die hinschauen, dass es was nicht stimmt. Also so wie es uns erzählt wurde, kann es nicht gewesen sein. Das kann nicht die ganze Geschichte sein. Ja. Also da mag was geflogen sein, da ist was eingestürzt, aber es stimmt hinten und vorn vieles nicht zusammen. Da ist eine heftige Aktion passiert, aber kein echtes Bekennerschreiben, keine echte Forderung. Es ist irgendwie so einiges ganz komisch. Und es berührt uns ja noch bis heute. Es verfolgt uns noch bis heute. Bis hin, dass Deutsche in Afghanistan sind und ja. Alles, klar, das ist damals passiert. Und es ist hier ausgeführt, ein Gedanke, den ich so noch nicht hatte, dass in dem Bush entschieden hat, er geht auf sein Ranch, dieser quasi Naturumgebung ihn aus dieser Fremdsteuerung herausgenommen hat und dadurch ist dieser Zerstörungsplan, wie er ursprünglich war, nur zum Teil umgesetzt worden. Es sei wohl noch viel mehr geplant gewesen. Also es geht ja da weiter, wer rettet Amerika? Hier ist ja nochmal ein Bereich auch, wo dieser Osama Bin Laden, der ja dann sofort als Attentäter entlarvt worden ist. Benannt wurde, ja, so nach der Richtung, dass die Anastasia sagt, das kann doch eigentlich gar nicht gewesen sein. Wenn er sowas plant, dann muss er ja die Gedankengänge haben, was passiert danach. Genau. Und das muss er doch eigentlich drauf gekommen sein, dass es mehr schadet, was er macht, als es nützt. Genau. Wie heißt man so, wer den Nutzen hat, ist der Täter und den Nutzen hat man nicht, wenn das eigene Land in Afghanistan kaputt gebombt wird, so sinngemäß. Also wird einiges in Frage gestellt, aber auch nicht genau gesagt, wer oder wie, beziehungsweise nur dieses ominöse, die Priester im Hintergrund, weil die einfach den großen Konflikt anstreben. Und also in ihrem Größenwahn gewissermaßen. Die Formulierung, wer rettete Amerika, lege ich jetzt nicht drauf, dass Herr Bush Amerika gerettet hat, sondern sein unbewusstes Entscheiden, ich will auf die Ranch und im Prinzip die Natur auf der Ranch hat ihn geschützt vor dem Informationsfeld, von dem Technischen und diese Natur hat dann quasi diesen Beitrag gegeben, dass in Amerika nichts Schlimmeres passiert ist, als da Schlimmes passiert ist im 11. September. Es geht weiter, genauso verleumden Sie unsere Ureltern oder wir unsere Ureltern. Was ist damit gemeint? Ja, das ist ein kleiner Wechsel vom Thema, wo der Herr Maigret dann so sein Leid dann der Anastasia zum Ausdruck bringt, dass die Menschen, die die Buchreihe befolgen und sagen, ja, sie wollen jetzt quasi ja aufwachen, die schlafenden Wesen wollen aufwachen, wir wollen auf dem Land sein, wir wollen was machen. Und nicht nur, dass diese Vision eines Hektars zuerst bekämpft wurde oder schlecht gemacht wurde, es wurde regelrecht verleumdet in Richtung Sektenverdacht. Also ganz heftig geschürter Sektenverdacht. Und dieses Leid klagte der Anastasia und er zeigt ihr auch diverse Internetseiten, wo da einfach so Hetze gemacht wird. Und sie ist da relativ locker dabei und sagt, ich freue mich über die vielen Menschen, die mit der Herzenskraft sich danach sehnen, wieder einen Landsitz aufzubauen. Das heißt, sie lenkt ihre Aufmerksamkeit auf das Erfreuliche dabei. Und über diesen Sektenvorwurf, da geht sie ganz locker hinweg und sagt, das ist eine alte Methode der finsteren Kräfte. Was Besseres ist denen immer noch nicht eingefallen. Die machen halt den Sektenvorwurf und Sie werden auch scheitern damit. Sie werden damit scheitern, genau. Es ist im Prinzip über diese Landsitzidee dieser Weg, eine göttliche Kultur wieder aufzubauen, im Gegensatz zu einer technischen, illusionären Welt. Das ist sowas Neues, da hilft dieser alte Sektenvorwurf nichts mehr. Das prallt davon ab. Frohe Botschaft, geht es weiter? Ja, das ist dieses Thema, die frohe Botschaft eines Hektars, ein Familienlandsitz.
Und das hat, wenn das umgesetzt wird, wirklich globale Auswirkungen. Und es ist regelrecht die Empfehlung, dass diejenigen, auch Geistlichen in ihren Kirchen, von dieser Vision, von einem Familienlandsitz verkünden sollten. Dann werden ihre Kirchen voll sein. Dann werden sie das sprechen, was die Menschen hören wollen. Und die Geistlichen, die davon nicht reden, die werden eines Tages vor leeren Stuhlreihen reden wollen oder das Reden dann auch sogar aufhören. Haben wir ja schon so ein bisschen. Also sie empfiehlt ganz konkret, auch die Kirchenräumlichkeiten zu nutzen, auch die ganzen Strukturen, allerdings ein anderes Leitbild zu verkünden. Und das ist die frohe Botschaft. Es geht dann weiter, das Buch der Ahnen. Ja, das wird dann richtig brisant. Da sagt sie, jetzt will ich was erzählen. Da zittert die ganze Dunkelwelt so richtig heftig. Das Buch, in dem wir gerade ja sind, heißt Das Wissen der Ahnen. Und es wird ganz am Ende jetzt empfohlen, ein Buch der Ahnen selber zu schreiben. Und zwar, dass die Menschen jetzt aufschreiben, was sie erleben, wie sie die Welt wahrnehmen. Konkret, das, was wir im Alltag jetzt haben, wird eines Tages Geschichte sein. Und wenn eines Tages die Kinder, die Enkel, die Urenkel Geschichtsbücher lesen, die von einer Zentrale, wie auch immer, die das dann ist, offiziell herausgegeben werden, dann gibt es nur die offizielle Geschichtsschreibung. Wenn aber Millionen Menschen zu Hause aufschreiben, Individuell sozusagen, ja. über die Lügenpresse zum Beispiel berichten, alles Mögliche, was denn da verdreht wird, gebogen wird nach über Interessengruppen, und sie schreiben auf, was sie real erlebt haben. Reale Gespräche mit den Nachbarn. Das ist eine dezentrale Geschichtsschreibung, die kann nicht zensiert werden. Weil in den offiziellen Archiven sind dann im Prinzip nur die offiziellen Geschichten. Und wenn man dann, angenommen jetzt, ein Buch hätte, was vor Hunderten von Jahren die eigenen Vorfahren geschrieben haben für die eigenen Nachkommen, dann würde man da lesen, was hat er dort wirklich erlebt, wie hat er die Welt gesehen. Ich erinnere mich noch an Geschichten meiner Großeltern und was die erzählt haben über ihre Eltern. Aber wenn das über noch größere Zeitspannen ist, dann ist das ein Ansatz über das Dezentrale, das jede Familie selber macht, eine Geschichtsschreibung aufzubauen, die der Wahrheit viel näher kommt, als wenn es an einer Stelle eine offizielle Geschichte geschrieben wird. Es ist ja nicht nur jetzt, dass die Geschichtsschreibung damit benannt ist, sondern auch, wie der Familiensitz zum Beispiel einer Familie sich aufbaut, warum der Baum dort steht, warum das so angepflanzt wurde, was die Gedankengänge sind. Ja. Die Gedanken, die Träume, die Absichten, das und jenes ist so, weil ich das und das, oder vielleicht, wie wir es gesprochen hatten, die Buchstabenbäume, dass gewisse Pflanzen in einer Reihenfolge sind, weil da ein Motto oder der Familienname, eine Firma, für die man mal gearbeitet hat, was weiß ich was. Das kann ja eingeplant sein in den Landsitz, und dass man das aufschreibt, dann kann man auch dann später lesen, das hat er dabei gedacht, ich habe nicht verstanden, warum ist jetzt hier ein Stein und da ein Baum oder ein Bachlauf. Und dann kann man da immer wieder weiterschreiben, und es ist sehr schön formuliert, dass das größte Heiligtum der Familie ist, einem schönen Holzdeckel und Umschlag. Und ich hatte von mir aus nochmal die Überlegung, das steht jetzt in dem Buch nicht drin, wie kann das überhaupt funktionieren, wenn es dann 2 Kinder sind, die auf unterschiedliche Landsitze gehen. Da muss das Buch dauernd kopieren. Und dann gibt es eine Liebesbeziehung, dann hat jeder wieder ein Buch. Wie geht das? Meine Idee ist zu sagen, dass jeder Landsitz sein Buch hat, weil dieses Buch beschreibt ja auch die Gedanken dieses Landsitzes. Und wenn dann ein Kind von dort wegzieht, kann es die wertvollen Seiten abschreiben und mitnehmen und ins dortige Buch einheften. Aber dieses Buch gehört eigentlich zu diesem Landsitz. Das ist so meine Idee dazu. Sehr gute Idee, ja. Die gütige und aufmerksame Großmutter ist der nächste Punkt. Bei dem Thema Buch der Ahnen, da überlegt er an seine eigenen Ahnen, an seine Großmutter. Und sie hatte wohl Fähigkeiten, Tiere zu heilen, allerdings indirekt. Sie ist dann, in einem Beispiel ist beschrieben, mit einem Pferd spazieren gegangen und hat beobachtet, welches Kräuter dieses Pferd gerne frisst, und hat dann, oder auch welche Tageszeiten, welche Kräuter gegessen werden, und hat dann ein paar Tage später dann das Pferd wiederum dem Besitzer gegeben. Und gesundet. Oder zumindest in der Richtung, vielleicht geht es so schnell nicht, aber die Richtung ist klar, und dann Empfehlung, welche Kräuter wann zu essen sind. Das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, was in so ein Buch hineingeschrieben werden könnte, was man dann weitergeben kann, weil ansonsten verlieren sich solche Kompetenzen
nach 2, 3 Generationen relativ schnell wieder. Das sehen wir ja jetzt im Moment, ja. Ja. Leben in der herrlichen Realität. Ja, da hat er dann noch ein ganz heißes Thema aufgegriffen, und zwar das Thema Demokratie. Und sagte, Demokratie ist ein Stück weit eine Illusion, weil wenn solche Priester im Hintergrund herrschen, dann steuern die ja etwas, aber das Volk hat den Glauben, es selber zu steuern. Und genau genommen sind aber die Mächte, die am meisten Geld haben, die die beste Wahlwerbung machen können, in so einem großen Vorteil, dass sie den Ausgang der Wahl so dermaßen beeinflussen können, auch über die Art der Nachrichten, über die Art des Leitbildes, wie sie dann reden, dass das Volk am Ende das Gefühl hat, entschieden zu haben. De facto haben aber diverse Mächte im Hintergrund es so dermaßen gelenkt, dass es innerhalb des Okkulten noch eine Illusion ist. Weil eigentlich ist es ja schön, wenn das Volk entscheidet, was sie machen. Sie sind aber im Großteil leider nur Mitläufer. Weil es gehört sehr, sehr viel Kraft dazu, wirklich aufzustehen und sich mit den Sachen zu beschäftigen, um qualifizierte Entscheidungen zu treffen. Und dann als Resümee von dem gesamten Buch sagt dann Herr Mekre noch, also ich schreibe jetzt mein Buch der Ahnen. Ich fange da an, es muss ein Buch der Ahnen geschrieben werden. Ja, vielleicht fangen wir auch an, unser Buch der Ahnen zu schreiben. Ich habe schon aus Holz ein Holzbuch mir besorgt, wo man Zettel einheften kann, das einen würdigen Umschlag hat, und habe mir vorgenommen, demnächst zu beginnen zu schreiben. Da wünsche ich viel Erfolg. Haben Sie noch zum Abschluss ein Zitat für uns? Ja, da heißt es, indem der Mensch bewusst mit der Natur umgeht, kommuniziert er mit dem göttlichen Gedanken. Den Raum verstehen heißt Gott verstehen. Allein der Gedanke, der Traum vom Familienlandsitz, wo alles in Harmonie mit dir ist in seinem Kern Gott näher als die vielen und ausgeklügelten religiösen Rituale der Menschen. Und der Mensch wird wahrhaft zum Ebenbild Gottes. Jeder Mensch, der die göttliche Welt um sich zu schaffen beginnt. Vielen Dank, Herr Kirsch. Ich bedanke mich. Liebe Zuschauer, das war Band 6, das Wissen der Ahnen, Phänomen Anastasia. Wir sehen uns bald wieder. Geehrte Zuschauer, Phänomen Anastasia, das war der 4. und abschließende Teil von Band 6, das Wissen der Ahnen. Die erfolgreiche Anastasia-Serie findet in Kürze seine Fortsetzung mit Band 7, die Energie des Lebens. Bis bald im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt.